Fragt man derzeit Leute, zum Beispiel jetzt vor den Landtagswahlen in Brandenburg, was sie sich von der Politik erhoffen, dann ist ganz oft zu hören, es muss sich etwas ändern. Was genau? Das kann von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich sein. Wir wollen heute mal gezielt auf die Jüngeren blicken, nachdem diese Gruppe bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen ihr Kreuz häufig bei der AfD gemacht hatte. Tom Garus wollte von einigen jungen Wählern in Brandenburg genauer wissen, was ist euch wichtig und warum? Die Kleinstadt Treuenbrietzen im Südwesten Brandenburgs wenige Tage vor der Wahl. Josephine Schreiber fällt ihre Wahlentscheidung noch immer schwer. Viele Themen treiben die 23-Jährige gerade um. Von Umweltschutz bis zum Krieg in der Ukraine und ganz vorn Asylpolitik und die Zuwanderung nach Deutschland. Die Linke zum Beispiel, die sich ja dann total dafür ausspricht und so weiter, dann ist es mir zu ungenau. Dann habe ich das Gefühl, es kann ja doch wieder jeder herkommen und machen, was er möchte. Und es gibt keine Konsequenzen dafür. Und wir müssen alles super finden und alles toll finden. Und das finde ich auch nicht in Ordnung, weil man darf Dinge kritisieren und man darf einen Plan entwerfen, wie es besser laufen soll. Da fehlt mir irgendwie die goldene Mitte, die dann aber auch wirklich was macht. Die AfD sei für sie keine Option, doch es zeigt die Debatte um Asylpolitik, sie lässt junge Menschen bei ihrer Wahlentscheidung neu denken. Auch an der Gesamtschule Treuenbrietzen. Für die 16-Jährigen hier ist es die erste Landtagswahl. Stand der Klimaschutz bei der vergangenen Wahl für viele Erstwähler noch weit oben, sind es heute eher andere Themen. Ehrlich gesagt, so ein bisschen so die Migrantenpolitik, auch so mit Umwelt. Klar müsste man auf die Umwelt achten, aber wir setzen da viel zu viel Augenmaß auf die Umwelt als auf andere Themen, die wichtiger sind, wie vielleicht Wohnungsbau oder Mieterhöhung. Der 16-Jährige folgt Alice Weidel auf TikTok, fühlt sich von ihr und der AfD angesprochen. Vor allem auch nach der Messerattacke in Solingen, die hier viele beschäftigt. Zum Beispiel in Syrer hat halt ein Terroranschlag begangen, dass halt dadurch halt die Leute eher Angst haben und deswegen halt auch gerade eher die jüngeren Wähler halt eher die AfD wählen, anstatt die Grünen, die halt jetzt eher halt für Einwanderung sind. Ich bin mir ehrlicherweise noch unsicher, weil es gibt halt so einige Themen, wo ich halt jetzt eher rechts bin, aber auch halt einige Themen, wo ich halt eher links bin. Am Ende wird es, denke ich mal, eher die CDU oder die FDP. Alt-Landsberg am östlichen Berliner Stadtrand, rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dustin Merschenz ist 16 und ihn treibt um, dass manche Rentnerinnen und Rentner wie seine Großeltern zu wenig Geld zum Leben hätten. Warum kümmert sich nicht erst um die Deutschen, also um die eigene Heimat und probiert dann mit den anderen zu helfen? Also wir können ja nicht anderen helfen, wenn es uns selber schlecht geht. Sarah Wagenknecht probiert es jedem gerecht zu machen. Sie probiert was für die Jugendlichen zu tun, sie lässt aber auch die Rentner nicht außen vor. Sie will die Migranten, die was falsch machen, gehören bestraft. Genauso wie die Deutschen, die was falsch machen, gehören genauso bestraft. Bei der Landtagswahl 2019 hatten junge Brandenburgerinnen und Brandenburger vor allem die Grünen gewählt. Das könnte am Sonntag ganz anders aussehen.